I have the great honor and pleasure to bring the Berlin Philharmonic on tour in Europe. And this is tonight in Hamburg the first step of our tour. So this is my 5th concert I come to conduct here, and that makes me very happy because every time I discover that there's an incredible honesty and clarity about the sound. What you do here is what people get. Man hört einfach alles, man hört wirklich die Stecknadel fallen auf der Bühne. Das ist ein Segen in gewisser Weise, aber es ist auch eine Herausforderung für uns Musiker. Das Gefühl auf der Bühne, man fühlt sich ein bisschen mehr allein als bei uns, als ob jetzt kommt mein Einsatz. Und also der kleine Moment vorher ist schon ein bisschen einsam, aber das fühlt sich sehr schön, wenn der Ton da ist. Also wie ich finde, er das gut gemacht hat, dass er die einzelnen Stellen, wo es genau auf diese Farben ankommt, diese dunklen Farben, die ja in La Mer häufig da sind, versucht herauszuholen. Das hat er in der Probe schon sehr gut gemacht und hat darauf hingewiesen, dass wir auch versuchen sollen, also die Bandbreite nach unten nochmal auszukosten und auszuloten. Alles, was brillant ist, hell, was durchsichtig sein soll und vielleicht, also wenn man jetzt sagt repertoiremäßig, könnte ich mir vorstellen, ein Barockstück oder eine Klassik, Wiener Klassik, das funktioniert vielleicht sogar noch besser. Conducting and being able to see all around the people and the faces, you see their reaction to the music. And here, what I always find interesting is that people sometimes they also look at the hall because the hall visually is of course part of the experience. So, diese 360 Grad Saal, das hat vor allem bei uns, weil es ein bisschen kleiner als hier, ein Gefühl wie zusammensitzen und man ist ziemlich nah an das Publikum. Ich finde das eigentlich sehr angenehm, dass man sich den Saal sozusagen wirklich auch optisch mit dem Publikum teilt, also dass man so ein Teil des Ganzen ist, wenn man in einem klassischen Konzertsaal ja wirklich eher oben auf dem Präsentierteller sitzt, das Publikum weiter unten im Parkett oder oben hoch auf den Rängen. Und hier hat man das Gefühl, dass man wirklich in der Mitte, also ein Teil des Publikums ist, rein optisch. Das ist übrigens auch eine Analogie zur Berliner Philharmonie. Und man sieht ja auch, dass unser schöner Saal auch hier wieder ein bisschen Pate gestanden hat. Und es gibt ja einige Säle auf der Welt, die der Berliner Philharmonie nachempfunden sind. Und ich muss sagen, hier in Hamburg, das ist durchaus eine der sehr gelungenen Versionen unserer Berliner Philharmonie, wenn ich das mal so sagen darf.